Wir sind Basti und Svenja und ihr habt zu einer neuen Folge Neuland Stories eingeschaltet. Unsere letzte Woche in Irland ist angebrochen und nachdem wir so einige Kilometer mit unserem Van gefahren sind, wird es Zeit, ein bisschen Action in die Reise zu bringen. Die war geflutet. Oh, jetzt hast du schon verraten. Zum Abschluss unserer Reise entlang des Wild Atlantic Ways werden wir dann nochmal mit überwältigender Natur überrascht und dürfen sogar nochmal ordentlich Sonne tanken. Irgendwie sprachlos. Wie viele Quadratmeter hat eure Butze so? Irgendwas so zwischen 30 und 100 oder so, tippe ich mal. Ja, Svenja und Basti, die wohnen auf nicht mal 10 Quadratmeter. No joke. Die leben nämlich in einem Van. 24/7. Ja? Reisen sie mit dem Ding da die ganze Zeit umher. Svenja, hau mal raus. Wohin geht denn so der nächste große Trip? Als nächstes, ich weiß gar nicht, ob wir das schon verraten wollen, aber ich glaube, ich mache das einfach. Im August geht es nach Kanada. Mit unserem eigenen Camper. Krass. Genau. Ey, das ist so krass, Mann. Wie Svenja und Basti auf die Idee gekommen sind, in den Van zu ziehen und da jetzt einfach so 24/7 die ganze Zeit zu sein, ja. Und was sie, wenn sie ganz ehrlich sind, auch manchmal an dem Van live richtig heftig abfuckt, das hört ihr nach 3 Songs. 3 Songs! Guten Morgen! Wir hatten gerade unser allererstes Interview und das im Radio. Wir sind schon sehr gespannt. Es wird auch heute schon ausgestrahlt. Also nicht heute, wenn ihr das seht, sondern heute am Aufnahmetag und zwar am Montag. Zum Beginn der Woche. Wir sind zum allerersten Mal in unsere komplett Regenmontur geschlüpft. Ein Outfit, was man wohl eher von Irland erwartet und nicht wie die letzten Folgen, wo wir in T-Shirt, Pullis, aber alles ohne Regenmontur unterwegs waren. Macht aber gar nichts, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Zumindest ich nicht. Hier unten in der Box schlummert ein kleines Hundi, was nicht raus will. Hier im Bett schlummert jemand, der nicht raus will bei dem Wetter. Und ja, aber Geschäfte müssen erledigt werden. Ne, Peppi? Jemand raus? Normalerweise würde sie jetzt direkt aus der Box springen, wenn sie das Prasseln des Regens nicht hören würde. Nützt nix, Paps. So, nach unserem coolen, kleinen Radio-Interview, mal wieder ein bisschen Neuland für uns, was Sven übrigens extrem cool gemacht hat, geht's für uns weiter. Wir suchen uns jetzt eine richtig schöne Strecke durch die Berge raus. Wir haben ein Ziel für die nächsten 2-3 Tage und da müssen wir gucken, wie das Wetter wird, aber da gibt es ein bisschen Action und das schauen wir uns dann an. Hoffentlich fällt es nicht ins Wasser. Only thing I got left are a couple of voicemails and that big ass mirror that you got me for my own.
Entlang des Wild Atlantic Way erstreckt sich die wilde Schönheit des Connemara National Parks, der oft auch als der wilde Westen von Irland bezeichnet wird. Kilometerweite, unberührte Torfmoore und dichte Heide bilden eine schier endlose Weite und lassen die Zeit für einen Augenblick stillstehen. Dunkle Bergseen schmiegen sich entlang der schroffen Berghänge, die sich, wenn die Sonne sich zeigt, darin spiegeln. Wir machen uns auf den Weg weiter Richtung Norden. Unser Ziel Killadoon Bay. Eingepackte Nase. Der Wind ist sehr kalt. Ja. Auf jeden Fall mussten wir unseren Action-Part verschieben. Die war geflutet. Oh, jetzt hast du schon verraten, jetzt was wir heißt machen. verraten. Wird gepiepst. Der Weg zum Strand war geflutet. Aber wir hätten auf jeden Fall heute Morgen nicht gerechnet, dass wir nochmal so ein Wetter bekommen. Du meinst kalt? Ja.
Still going. Das hinter uns ist übrigens die Big Style Atlantic Lodge, wo wir das große Glück hatten, die letzten 3 Tage surfen zu dürfen. Denn eigentlich haben die noch geschlossen. Die bringen gerade alles für die Saison auf Vordermann. Ja. Aber wir konnten trotzdem mit dem Van hier vorstehen, die Vorzüge einer heißen Dusche genießen und trotzdem schon einen Surfkurs machen. Ja. Unser allererster im Übrigen, was Ja. man wahrscheinlich auch gesehen hat. Aber wie Oder das, noch sehen wird. Genau, beides. Und ja, wie es hier genau sonst so aussieht, wenn die eigentlich geöffnet haben, zeigen wir euch jetzt ein bisschen. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, einen kleinen Zwischenstopp auf eurem Irland-Trip einzulegen und ein bisschen surfen zu gehen oder einfach gezielt surfen zu gehen und euch ja, hier in der Atlantic Lodge einbuchen wollt, wir packen den Link unten in unsere Beschreibungsbox und ja, wer Lust hat, schreibt den Jungs und Mädels hier. Unbezahlte Werbung. Herzensempfehlung. Genau, einfach weil es mega cool ist und die Jungs hier Spaß gemacht hat. ja, richtig nett alle. Tschüss. Guten Morgen zusammen. Morgen. Letzter Tag Surfschule. Oh. Wir sind eigentlich motiviert, aber das Schlimmste daran ist immer, den Wetsuit anzuziehen. Den haben wir gerade abgeholt. Die größte Überwindung. Die größte Überwindung, genau. Denn es ist kalt draußen und na, bis man da drin aufgewärmt ist, dauert es eine Weile, denn der ist noch so ein bisschen nass. Und das ist immer schön unangenehm. Besonders gut. Aber da schlüpfen wir jetzt rein und dann geht es noch einmal Richtung Wasser. Und dann wird es auch wieder geil. Da Ja. freue ich mich schon wieder drauf. Also ab in die Wetsuits. Und fertig. So schwer war es gar nicht. Und es ist warm. Ja? Irgendwie schon. Und der zaubert den ganzen Muskelkater weg, den man hat. Naja. Das war's. 3 Tage surfen. Was meinst du? Mega. Mega. Ja, es hat richtig Spaß gemacht und
Man merkt es bestimmt an der Kameraführung. Die Arme zittern. Die Arme zittern, die sind Pudding. Ja, wir haben jetzt gerade zum letzten Mal nochmal warm geduscht. Machen uns jetzt noch kurz eine Kleinigkeit zu essen, sagen dann nochmal Tschüss. Und dann fahren wir unsere letzten beiden Spots an. Oh ja. Hier in Irland. Irgendwie traurig. Aber das nächste Schöne kommt bestimmt auch nach Irland. Genau. Das war heute kein kurzer Tag. Es war nochmal eine ganz schön krasse Strecke. Und bei Tag wäre die wahrscheinlich der absolute Knaller gewesen. Wir haben so ein bisschen die Schatten erkennen können. Wir sind jetzt angekommen, haben uns vor Erschöpfung einfach nur noch eine riesen Schüssel Kellogg's gemacht. Man muss auch dazu sagen, warum. Weil es hat gestürmt, es hat geregnet. Google Maps hat uns irgendwo hingeführt, wo wir nach, ich weiß nicht wie langer Fahrt, auf einer Ministraße von dem Tor auf einmal standen, was geschlossen war. Und wir irgendwie durch Glück noch eine kleine Auffahrt irgendwo gefunden haben, wo wir dann wenden konnten und wieder zurückfahren. Wo wir uns schon fast festgefahren hätten. Alles im Dunkeln, umgeben von Schafen, aber ja, eine Aussicht hatten wir jetzt natürlich noch nicht. Morgen werden wir hoffentlich mit einer wunderschönen Formation und Aussicht belohnt. Aber das konnten wir noch nicht sagen. Also hauen wir uns jetzt hin, schlafen und morgen gucken wir, ob es sich wenigstens gelohnt hat. Bestimmt. Gute Nacht. Guten Morgen! Wir sind hier in einer absoluten Traumlandschaft wieder aufgewacht. Peppi und Basti waren heute Morgen hier schon in dem kleinen Tal spazieren. Richtig genial. Überall kommen Wasserfälle links und rechts runter und es sieht so cool aus. Die Anfahrt gestern war dann doch ein bisschen anstrengend. Es wurde dann so langsam dunkel und man konnte nichts mehr sehen, die Straße super eng. Google Maps hat uns komplett anders hingeleitet und wollte uns, der Pin hat dann so einen Sprung gemacht über den Berg. Dann mussten wir alles nochmal zurückfahren und nochmal eine neue Richtung auswählen. Aber es hat sich gelohnt. Wir sind immer noch geflasht von dem Anblick hier. Und jetzt geht es aber erstmal wieder rein und wir machen uns warme Getränke, um uns wieder aufzuwärmen. Kleine Änderung, wir haben jetzt schon alles zusammengepackt und sind doch vor dem Frühstück schon weitergefahren, weil hier um die Ecke ist ein Wasserfall, den wir uns schon sehr lange auf der Karte markiert haben und den wir uns gerne angucken möchten. Und deswegen fahren wir dahin und dann machen wir dann einen kleinen Walk hin und danach gibt's Frühstück.
So weit muss man dafür gar nicht laufen. Nee, das wird keine große Wanderung. Das wird keine große Wanderung. Die sind nämlich hier direkt an der Straße. Damit haben wir nicht gerechnet. Müssen wir nicht mal aussteigen. Können wir jetzt Frühstück machen und von hier den Wasserfall angucken oder was? Sieht so aus. Der Asaranka-Wasserfall liegt in einer wundervollen Bucht, deren Schönheit wir hinter den Dünen nur erahnen konnten. Der Marghera Beach hat uns schlagartig ins Staunen versetzt. Irgendwie sprachlos. Das ist einfach nur krass. Einfach nur krass. Wir waren alleine an diesem wundervollen Strand, dessen Ende man gar nicht greifen konnte. Überglücklich und immer noch berührt von dieser Schönheit ging es weiter zu unserem wirklich allerletzten Stopp hier in Irland. So, liebe Leute, wir sind an unserem letzten Spot angekommen. Oh ja. Und der ist auch wieder sagenhaft. Wir sind an einem riesigen Strand mit Blick über den Ozean auf die Berge. Wahnsinn. Die sehen wieder absolut sagenhaft aus. Ja, richtig, richtig cool. Aber dieser Spot ist nicht nur der letzte Spot für diese Woche, sondern auch für Irland insgesamt, denn danach geht's weiter für uns. Wir müssen schweren Herzens Abschied nehmen, aber wir gehen mit einem tränenden und einem lachenden Auge, denn wir freuen uns schon auf das nächste Land, was wir bereisen werden. Denn es geht nach Schottland! Wer hätte das gedacht? Haut uns doch mal in die Kommentare, ob euch die Reise durch Irland mit uns gefallen hat und ob das auch auf eurer Reiseliste jetzt vielleicht steht. Und oder ob ihr euch genauso wie wir auf Schottland freut. Ja, und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst von unseren Videos. Lasst uns ein Like da, darüber freuen wir uns sehr und ihr unterstützt uns damit. Und damit sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Danke. Ende.